was machen Tattoos wirklich mit unserem Körper. Ich habe das große Selbstexperiment gemacht. Ich habe mich selber tätowieren lassen, damit du für immer weißt, was ein Tattoo mit uns eigentlich wirklich macht. Ich werde alles enthüllen. Ich werde darüber reden, was mit den Schwermetallen ist, was mit den Entzündungsparametern ist, was mit den Lymphknoten ist. Ich werde alles preisgeben. Das gab es vorher noch nie, das erste Mal in Deutschland. Wer bin ich überhaupt? Ich bin Fabian. Ich habe Medizin studiert, 4 Jahre lang. Dann habe ich abgebrochen, weil ich das alles nicht mehr machen konnte. Ich habe einen Master in Ernährung mir gemacht und seit 15 Jahren bin ich in dieser ganzen alternativen Gesundheitsbubble drin. Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich von meinem Instagram-Kanal. Ab jetzt gibt es jede Woche auch ein YouTube-Video. Also bleibt dran und abonniert den Kanal. Warum überhaupt diese ganzen Tattoos? Ich meine, wir wissen alle, unsere Menschheitsgeschichte ist jetzt 70.000 Jahre lang alt ungefähr. Das ist zumindest der Teil, den wir wissen. Wer weiß, was da alles noch so war. Sehr lange schon. Mindestens 5.000 bis 10.000 BCE, also vor Christus, lassen sich Menschen schon tätowieren. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Manche aus ritualistischen Gründen, manche aus Tribe-Zugehörigkeitsgründen. Es hat die verschiedensten Gründe, ja. Manche von uns machen das heute einfach, weil es ganz cool aussieht, so. Gibt sogar Studien, die zeigen, dass das Selbstbewusstsein erhöhen kann. Gibt auch Studien, dass das teilweise die Attraktivität erhöhen kann. Bei manchen Leuten senken die aber auch die Attraktivität. Es gibt wirklich richtig asoziale Tattoos da draußen. Aber das sei mal dahingestellt. Hier geht es wirklich eher um die gesundheitliche Seite, ja. Also um diese Aspekte, die werde ich in diesem Video erläutern. Was hat das also für gesundheitliche Auswirkungen, sich tätowieren zu lassen? Und wie habe ich das Ganze festgestellt? Ich habe tatsächlich mehrere wissenschaftliche Tests gemacht. Ich habe einen Schwermetalltest gemacht. Ich habe einen Test auf den CRP gemacht, also auf den Entzündungsparameter, der sich erhöht, wenn eine akute Inflammation entsteht. Ich glaube, Schwermetall ist so das große, wichtige Thema, weil sehr viele Leute haben im Kopf, Tattoos, Schwermetalle direkt vergiftet. So. Fangen wir mal ein bisschen von vorne an. Was macht dieses Tattoo? Was ist ein Tattoo eigentlich? Und kleiner Disclaimer, ich möchte niemandem dazu raten, ein Tattoo zu machen. Das ist eine Entscheidung, die ist lebenslang. Alle Mutter werden mich jetzt hassen, ja. Meine Mutter ist bestimmt auch nicht glücklich, dass ich diese Tattoos habe. Keine Mutter mag das. Ich will auch nicht, dass mein Sohn, wobei mir das auch ehrlich gesagt egal ist. Jeder soll seine eigenen Entscheidungen treffen. Ich bin ein riesiger Befürworter von Eigenverantwortung. Alles, was ihr macht, ist in eurer eigenen Verantwortung. Ja, das wird euch kein anderer abnehmen. Kein anderer hat die Verantwortung für euer Leben. Das fehlt in Deutschland, diese wichtige Mission. Aber das ist meine eigene persönliche Meinung. So, was macht also dieses Tattoo? Was passiert, wenn man sich tätowieren lässt? Da ist eine Nadel und die sticht Tinte unter die Haut. So, da fängt schon an. Diese Tinte, die ist ultra entscheidend. Da werden wir auch noch gleich drüber reden, ja. Aber die sticht auf jeden Fall diese Tinte unter die Haut, ja. Unter diese Dermis, unter diese Hautschicht geht diese Tinte rein. Und was dann passiert, du hast diese sogenannten Makrophagen, heißen die biochemisch, ja. Das sind Teil des Immunsystems, ja. Diese Makrophagen, so Zellen, kannst du dir vorstellen wie Pac-Man. Die fliegen einfach rum so und die fressen diese Farbpartikel auf und dann versteifen die sich. Dann bleiben die ganz steif stehen so. Ein Leben lang, ja, bis du 80, 100, na gut, die Lebenserwartung geht gerade wieder runter, aber bis du alt bist, bleiben diese Makrophagen also unter der Haut. Und deswegen bleiben diese Tattoos und deswegen bleiben die so lange da, deswegen bleiben die ein Leben lang, weil diese Makrophagen da wirklich einfrieren. Dann bleiben die erstmal da. Und das ist so die Geschichte, was eigentlich passiert, wenn du ein Tattoo hast. Ne? Das ist auch der Grund übrigens, warum Tattoos langfristig verschwinden. Ne? Wenn jetzt ganz viel Sonne auf uns einstrahlt beispielsweise, ich schütze jetzt meine Tattoos nicht durch Sonnencreme, mir ist das komplett egal, aber wenn man sich Tattoos bleiben länger günstig, wenn man eben die Haut sehr viel pflegt mit Kokosöl, mit Beeftallow und so weiter. Und wenn man eben sehr viel Sonnenstrahlung hat, dann gehen diese Makrophagen platzen auf, die gehen kaputt, diese Zellen, ja. Und dann kommt es eben auch dazu, dass das Tattoo verschwimmt, also die Makrophagen bewegen sich dann ein bisschen unter der Hautschicht und es kann dazu kommen, dass eben die Makrophagen platzen, zerstört werden und das Tattoo eben verschwindet. Es leben teilweise 70-jährige Leute, die irgendwie so ein Kiss my mom, love my mom Herz hatten. Das ist teilweise nur noch ein hellgrauer Fleck irgendwann, den man gar nicht mehr lesen kann, weil das Tattoo sich eben verschoben hat, diese Makrophagen unter der Haut, diese Pac-Man-Zellen und teilweise eben abgebaut wurden. Und da haben wir auch schon mehrere Probleme jetzt angesprochen, auf die wir auch gleich eingehen werden. Das erste Problem ist, wir haben mit der Nadel unter die Haut gestochen. So, wenn wir jetzt unter diese Haut stechen, das ist erstmal eine akute Entzündungsreaktion. Ja? Also es kommt zu einer Entzündung in deinem Körper. Ich persönlich merke das auch. Als ich mich tätowieren habe lassen, in den Tagen danach, habe ich direkt mich schwächer gefühlt, habe mich kränklicher gefühlt, habe mich müde gefühlt. Das ist eine akute Entzündungsprozess. Aber, und hier kommt auch die erste Revelation, die erste Enthüllung von meinem Selbsttest, mein Entzündungsparameter, mein CRP, hat sich nicht verändert. Ich habe insgesamt 3 Tests gemacht. Ja? Einmal vor dem Tattoo, dann direkt unmittelbar nach dem Tattoo, dann habe ich einen Entgiftungsshake getrunken. Ich werde dir auch ganz genau verraten, was ich genommen habe. Hier alle Informationen sind gratis verfügbar, selbstverständlich. Habe den Entgiftungsshake getrunken, 7 Tage lang und dann wieder einen Test gemacht nach 7 Tagen. Also insgesamt 3 Tests gemacht bei diesem Tattoo. Davor, direkt danach und dann 7 Tage nach meiner Entgiftung. Und mein Entzündungsparameter war bei allen 3 Werten komplett gleich. Also der CRP, ein sehr wichtiger Entzündungsparameter, wenn man bestimmte Krankheiten hat, dann geht der auch in die Höhe und so weiter, der war komplett immer neutral. Das kann ich erstmal als positiven Checkmark, Tick, die Box, das war in Ordnung zumindest. Was ich aber gemerkt habe, und das muss ich eben auch ehrlich zugeben,
ich habe eine Immunreaktion gespürt auf jeden Fall. Also mein Immunsystem muss immer arbeiten, ich werde müder, ich werde anfälliger, ich werde schwächlicher, ich werde kränklicher. Das passiert unmittelbar nach dem Immunsystem. Jetzt komme ich mit einer Studie um die Ecke. Es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass wenn man 2 oder mehr Tattoos hat, nach 2 oder mehr Jahren, dann scheint es so, es ist eine Korrelationsstudie, eine epidemiologische Studie, das ist eine Studie mit sehr hoher Qualität, aber es gäbe natürlich keine Studie mit sehr hoher Qualität, die überprüfen, ist ein Tattoo gesund, ne? Weil du kannst jetzt nicht medizinisch, ethisch vertreten, dass man den einen tätowieren lässt und den anderen nicht, das geht einfach nicht. Ne? Aber zumindest diese epidemiologischen Studien eben, worauf übrigens, kleiner Funfact, fast alle Ernährungsstudien basieren darauf, also wenn euch irgendwelche Influencer erzählen, Fleisch ist krank und das ist so und Süßstoffe hier, das ist meistens immer epidemiologische Studien. Ne? Und das ist eben bei diesem Tattoo auch so, die zeigen eben, dass die weniger oft krank werden, also weniger oft Sinusitis und verschiedene Bronchitis und verschiedene Krankheiten treten eben teilweise seltener auf bei Leuten, die tätowiert sind. Das kann natürlich auch andere sein, ne? Vielleicht sind einfach tätowierte Männer härtere Männer und tätowierte Frauen taffere Frauen. Keine Ahnung, weiß man nicht. Aber zumindest zeigten die großen Studien diesen Zusammenhang. Denselben Zusammenhang zeigen sie übrigens auch mit Depression und Angst. Das ist ein kleiner Downside, also ein kleines bisschen blöd. Leute, die Tattoos haben, haben oftmals auch Angststörungen, Depressionen, Probleme mit diesen ganzen Sachen. Also da ist eine Korrelation da. Was das bedeutet, weiß man nicht. Macht das Tattoo das? Vielleicht, wenn man unzufrieden ist mit dem Motiv, wenn man sich irgendwie, keine Ahnung, einen komischen Fisch tätowieren hat lassen. Nicht gegen Leute, die einen Fisch tätowiert haben. Oder vielleicht ist es aber auch so, dass einfach Leute häufiger Angst haben, die dann sich tätowieren lassen. Aus dieser Angst heraus weiß man nicht den Zusammenhang. Ne? Aber das ist erstmal die erste grundlegende Reaktion, die wir hatten. Wir hatten jetzt also diese Stiche unter die Haut, die zu einer Immunsystemreaktion führen. Bleiben wir mal ein bisschen strukturiert. Und jetzt habe ich was sehr Großes, Wichtiges angesprochen, was auch passiert. Das ist nämlich, dass diese Tinte, das ist ja das, was von den Makrophagen aufgefressen wird. Und jetzt möchte ich einmal vorweggreifen und deswegen auch nochmal eine Warnung an alle. Ein Tattoo ist ein Leben lang. Ein Tattoo bleibt für immer. Deswegen gut überlegen, bevor man sowas machen sollte. Ja? Nicht einfach nur für ein Selbstexperiment ein Tattoo stechen, bitte. Lasst gerne mal in den Kommentaren da, ob ihr schon mal drüber nachgedacht habt, ein Tattoo euch stechen zu lassen oder ob ihr generell neugierig seid an anderen Gesundheitsthemen. Ich freue mich über jedes Kommentar. Ich habe vor, hier regelmäßig sehr, sehr oft Videos für euch aufzunehmen, weil es gibt im Gesundheitsbereich einfach sehr wenige Leute, die da wirklich ehrlich, transparent aufklären und auch den biochemischen und medizinischen Hintergrund haben. Und das ist meine Mission. Ich liebe das, was ich hier mache und ich werde das hier aus meinem Paradies in Zypern, wo ich auch relativ abgeschottet bin von der westlichen Welt, werde ich das weitertreiben, bis die mich komplett zensieren. Und wenn die mich zensieren, ich habe hier in die Beschreibung meinen Telegram-Kanal reingepostet, also komm unbedingt in meine gratis Telegram-Gruppe rein, da kann ich komplett unverblümt und unzensiert alle Gesundheitsinformationen preisgeben, die ich preisgeben möchte. Also kann ich dir empfehlen, komm rein in meinen gratis Channel. So, jetzt ging hier gerade doch tatsächlich die Tür auf. Und warum habe ich darauf jetzt so rumgeritten auf diesem ganzen Thema mit dem, das ist langfristig? Na, aus einem wichtigen Grund, weil wenn diese Makrophagen diese Farbe fressen, erinner dich, wir haben jetzt hier diese Farbe reingestochen und dann fressen die Makrophagen diese Farbe auf, ja, und bleiben dann da stabil. Wenn du das entfernen lassen würden möchtest, ja, mit einer Laserbehandlung, wo also hochfrequenter Laser auf deine Haut geschossen wird, dadurch kann man diese Makrophagen töten. Das Problem ist, dass dann diese Farbpartikel, Displacement heißt das im Englischen, die gehen also weg und die werden durch deine Lymphe, die Lymphe ist das Abfallsystem, das Abwassersystem, die Kläranlage des menschlichen Körpers, auf Englisch das Sewage System, ja. Und wir haben im gesamten Körper ein riesiges Lymphsystem, ja, das verbindet alles. Viele Leute schmieren sich unter ihr Lymphsystem an ihr wichtigen Lymphknoten, Lymphknoten, das sind die Knotenpunkte, an denen die Gifte dann rausgehen, schmieren sich da Substanzen hin, Deos hin, sogenannte, die verhindern, dass die Giftstoffe rausgehen, so die stinken und die stinken ja, weil die eigentlich vergiftet sind und dann schmieren die sich Sachen hin unter den Arm, damit die Giftstoffe nicht rausgehen. Das ist komplett hirnverbrannt, ja, würde ich niemandem empfehlen. Ich würde niemals ein Deo empfehlen oder eine andere Substanz, die man sich auf den Lymphknoten schmiert. Das ist kompletter Quatsch. Naja, auf jeden Fall, diese Farben werden dann in großen Mengen durch die Lymphe und da haben wir auch gleich den nächsten, dritten großen negativen Punkt an den Tattoos, nämlich das Lymphsystem. Die werden an dieser Lymphe, gleich kommt mein Selbsttest-Experiment, Antworten übrigens, also bleibt dran. Und die gehen dann eben an die Lymphknoten und wollen entgiftet werden. Aber es gibt teilweise Studien, die zeigen, dass Leute auch nach 30 Jahren noch an ihren Lymphknoten diese Farben haben. Also diese Farben, die spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ich werde euch gleich erzählen, was für Unterschiede es bei den Farben gibt. Die ist auch sehr, sehr wichtig, diese Informationen. Und diese Farben auf jeden Fall, die werden eben bei der Tattoo-Entfernung, bei dieser Laserbehandlung dann eben in sehr großen Mengen frei und das ist eben eine sehr, sehr toxische Angelegenheit, ja. Es gibt Studien, die zeigen, diese Tattoo-Entfernung ist nochmal 100-mal giftiger, als wirklich das Tattoo einmal gestochen zu haben. Weil, wir erinnern uns, wenn wir es gestochen haben, bleiben die Makrophagen einfach stabil da und dieser Pac-Man ist eingefroren. Aber plötzlich werden die Millionen Pac-Mans zerschossen und diese platzen und die Farben sind überall frei im Körper. Dann wird es halt schlimm, weil da reagieren keine Makrophagen mehr. Dann sollen die ja entfernt werden. So. Und da haben wir eben diese große Problematik. Also meiner Meinung nach ist die Behandlung, die Laserbehandlung der wirklich toxische
toxische Part an dem Ganzen, okay? Jetzt haben wir generell das Thema Lymphe behandelt. Das ist eben auch eines der wichtigsten Themen bei Tattoo. Leute, die tätowiert sind, haben oftmals ein verstopftes Lymphsystem. Die meisten Leute haben unabhängig davon verstopftes Lymphsystem, ja? Von Plastikflaschen, von Teflonpfannen, von den ganzen Giften aus uns rum. Ich werde sehr, sehr viele Videos noch machen, wie die uns da oben vergiften, wie die unser Testosteron zerstören, wie die unser Östrogen zerstören, unser Hormonhaushalt, unsere Schilddrüse zerstören. Wenn du Interesse hast an einem Schilddrüsenthema, dann lass gerne einen Kommentar da. Auch dazu möchte ich unbedingt noch was aufnehmen. Aber lass mich gerne wissen, ob du es wirklich auch möchtest. Ich möchte hier mit euch zusammen eine Community aufbauen, ja. Das ist mir extrem wichtig an diesem Channel hier. Ich möchte nicht einfach nur wild irgendwelche Infos, die ich preisgeben möchte. Ich möchte mit euch zusammenarbeiten, ja. Naja, auf jeden Fall diese Makrophagen, die werden dann eben in großen Mengen zerschossen. Deswegen Tattoo-Entfernung sehr, sehr giftig und Lymphsystem extrem wichtig, damit wir eben gesund bleiben. Das heißt, wenn man tätowiert ist, jemand wie ich, regelmäßig lymphatische Übungen machen, regelmäßig positiv das Lymphsystem beeinflussen. Und was mache ich? Was sind meine Naturheilmittel dafür? Cupping kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin. Du baust wirklich so eine Furche auf und kannst das auf deine... Ich spüre jetzt schon, ich schwöre, das fühlt sich gut an. Klopft da so ein bisschen und das fördert einfach den Blutfluss und das fördert eben auch den Lymphfluss und der Lymphfluss eben den Abtransport dieser Giftstoffe. Gleichzeitig das Tapping, kannst du auch einfach mal googeln, blende ich auch gerne was ein. Da klopft man einfach die wichtigen Lymphknoten einmal ab. Oh, das fühlt sich ohne Scheiß, fühlt sich schon ganz geil an. Relativ fest. Wo hast du denn wichtige Lymphknoten? Du hast hier Lymphknoten. Hier kann man auch schön massieren einfach, ja. Du kannst also wirklich manuelle Therapie, nennt sich das in der Medizin auch. Da kannst du also wirklich einfach, das fühlt sich einfach geil an. Du kannst also einfach schön deine ganzen Lymphknoten, ich will hier jetzt nicht abdriften in meinem Video, kannst du einfach massieren. Gut, das sieht jetzt für manche ein bisschen bestörend aus, aber ganz ehrlich, keine Angst vor eurem Körper, ja? Lernt euren Körper wieder zu lieben, geht zurück zur Natur. Gesundheit ist in der Natur, Gesundheit ist Wohlstand. Wenn wir 70 sind, werden wir froh sein, wenn wir gesund sind. Das ist das Wichtigste, was es geben wird. Wir würden alle 50 Millionen Euro zahlen, damit wir mit 70 gesund sind, ja? Jetzt haben wir das letzte große Thema, also Tattoo-Entfernung ungesund. Lymphe müssen wir bearbeiten. Lymphe können wir auch aktiv halten mit dem Schwermetallentgiftungs-Smoothie. Was ist jetzt eigentlich los mit diesen Schwermetallen? Also, was kam raus bei meinem Selbsttest und was kann man dagegen machen? Vor meinem Tattoo hatte ich sehr geringe Schwermetallwerte. Das ist nicht üblich. Viele Leute von euch haben vielleicht sogar aktuell schon Schwermetalle, die höher sind als normal. Das liegt einfach daran, dass unser Reis sehr viel Arsen hat, dass unser Fisch sehr viel Quecksilber und Blei hat, dass generell in unserem Leitungswasser Schwermetalle erlaubt sind bis zu einem bestimmten Grenzwert. Die haben übrigens, kleiner Funfact, in den letzten 10 Jahren die Grenzwerte für Schwermetalle im Leitungswasser in Deutschland ganz schön angehoben. Ne? Nur weil alle Leute sagen, ja, aber das ist doch alles gut kontrolliert. Ja, aber wenn ich unsere Grenzwerte ständig immer über ein bestimmtes Maß erhöhe, dann ist vielleicht trotzdem nicht mehr ganz so gesund. Und du führst dir jeden Tag 2 bis 5 Liter von diesem Leitung. Das ist eine eigene Geschichte. Ich werde ein großes Wasservideo auch noch unbedingt machen. So, und jetzt hast du auf jeden Fall diese Schwermetalle, die eben in der Farbe sind. Und ich hatte vor meiner Tattoo, habe ich sehr, sehr geringe Schwermetallwerte gehabt, ja, weil ich mich eben auch regelmäßig entgifte, regelmäßig die Naturheilmittel benutze, die ich euch auch gleich verraten werde. Unmittelbar nach dem Tattoo, und hier kommt wieder ein großer Punkt, obwohl ich dem Tätowierer gesagt habe, dass ich eine ungiftige, vegane Farbe haben möchte, also ich habe mich tatsächlich nur mit Schwarz tätowieren lassen, ja, und habe eben auch keine giftigen Farbstoffe dafür benutzt. Und trotzdem war mein Arsenwert ganz schön krass erhöht, unter der Decke. Ja, der war bei irgendwie 42. Der war also extrem erhöht. Ja, also obwohl ich die ungiftigste Farbe genommen habe, war der trotzdem stark erhöht. So, und ich habe mich mit der schwarzen ungiftigen Farbe. Jetzt gibt es noch rote Farben, weiße Farben, blaue Farben, grüne Farben. Das sind teilweise Azofarbstoffe, das sind teilweise Titandioxid, die krebserregend sind. Das sind teilweise, rot ist häufig auch Allergen. Ja, über das Thema haben wir auch nicht gesprochen. Manche Leute bekommen Allergien durch ihre Tattoos, die bekommen dann so Pusteln, auch ein richtiges scheiß Thema. Das passiert bei Schwarz sehr, sehr selten. Deswegen schwarz ist so die sicherste Tattoofarbe, sage ich einfach mal. Blau wurde mittlerweile sogar verboten, weil das so häufig auch Schwermetalle enthält beispielsweise. Ja, Blau ist in der EU meines Kenntnisstands aktuell sogar verboten. Ja, so unterschiedliche Farben, unterschiedliche Auswirkungen. Sehr wichtiges Thema, aber lange Rede, kurzer Sinn, obwohl ich die ungiftigste Variante genommen habe, also schwarz, schon mal das ungiftigste von allen Farben, schwarz, und dann nochmal eine besondere Qualität, trotzdem Schwermetall vergiftet. Aber, good news, ich habe dann 7 Tage lang meinen Detox-Shake getrunken und ich hatte am 7. Tag Werte von Schwermetallen, die waren sogar niedriger, als was ich vor dem Tattoo hatte. Also die waren sogar niedriger als das ganz da vorne. So, also man kann tatsächlich sich entgiften, weil alle immer sagen, Entgiftung ist doch Quatsch, meine Leber entgiftet doch. Ja, deine Leber entgiftet ja auch, dafür ist sie da, aber leider haben 30% der Deutschen eine Fettleber und 80% eine problematische Leber, weil wir uns halt die ganze Zeit von unserer Umgebung vergiften lassen, mit dem Essen, mit der Nahrung, mit dem Himmel, mit den Trails und so weiter. Weißt du Bescheid, ja? Und deswegen entgiften. Was habe ich gemacht für meinen Entgiftungsshake? Kannst du gerne mitschreiben, ich kann auch gerne nochmal ein Video über den Entgiftungsshake machen. Erstmal Koriander. Einer der geilsten Herbs für Entgiftung. Koriander muss sein, ja? Ein Muss in jedem Entgiftungsshake. Kleiner Funfact, viele Kulturen, achte mal drauf, die haben früher schon immer auf ihren Fisch mit Koriander gewürzt. So, und mit Limette.
So, ist das wegen Geschmack? Vielleicht. Hat Gott uns gezeigt, dass dieser Geschmack gut zusammenpasst und deswegen ist es gesund? Vielleicht. Wissenschaftlich gesehen, Koriander entgiftet die Schwermetalle. Fisch ist oftmals schwermetallbelastet. Füg beides zusammen und du kannst Fisch ohne Probleme essen. Ne? Genial, das ist genial. Deswegen benutzen wir Gewürze auch. Wir benutzen Gewürze nicht nur für den Geschmack, wir benutzen Gewürze auch für die Gesundheit. Ja? Und deswegen eben auch der Schwermetall-Hack. Würz deinen Fisch mit Koriander und du hast alle. Fisch ist eines der gesündesten Lebensmittel, die man essen kann. Lass dir nichts anderes einreden. Lachs ist eines der geilsten Lebensmittel, die es gibt. Aber mach ein bisschen Koriander rein. Dann ist der plötzlich nicht mehr Schwermetallproblem. Erste Zutat im Shake ist das Koriander. Zweite Zutat im Shake, hast du schon rausgehört, ist Limette und Limone und Zitrone. Der stimuliert einfach den Metabolismus, den Stoffwechsel deiner Leber. Und die Leber brauchen wir, um diese Entgiftung wirklich durchzuführen. Dann das dritte ist Spirulina chlorella. Manche Leute, auch in meiner Detox Masterclass, detox-masterclass.de, verlinke ich auch unten, komplett Totalentgiftung und Darmsanierungsprogramm von mir. Manche Leute sagen, das schmeckt ekelig mit den Algen. Den Leuten empfehle ich dann immer, nimm diese Spirulina und Chlorella und nimm die als Pressling, nimm die als Tablette, nimm die separat, ja. Weil wenn du die eben separat nimmst, dann schmeckst du es nicht im Shake, dann ist der Shake nicht so eklig. Aber diese beiden Substanzen generell super, super geil, um Schwermetalle zu binden, weil die einfach Chlorophylle haben. Und das sind alles übrigens keine medizinischen Informationen, das sind nur die Sachen, die ich selber persönlich machen würde. Ja, also ganz, ganz wichtig, das ist kein Ratschlag, das ist meine Herangehensweise. Punkt 3 in dem Shake sind wilde Blaubeeren, das ist wahrscheinlich genauso wichtig wie der Koriander. Wilde Blaubeeren haben gezeigt, dass sie die höchsten antioxidativen Potenzen haben, super hoher ORAC-Wert, sehr, sehr geil, um Schwermetalle aus dem Hirn rauszubekommen, sehr, sehr entgiften, gibt es zum Beispiel bei Rewe, Edeka, kosten 2,50, gar nicht so günstig, aber 300 Gramm tiefgefroren, knallst du dir in den Smoothie rein. Dann machst du dir noch ein paar Sachen, die lecker sind, vielleicht eine Banane, einen Apfel, Granny Smith Äpfel übrigens, kleiner Funfact, das Cytospektin auch sehr geil, um zu entgiften. Also ich würde auch noch einen grünen Apfel reinknallen, ich esse jeden Tag 2, 3 Granny Smith Äpfel. Und das war's schon für deinen Shake. Den trinkst du jeden Morgen, so, den trinke ich jeden Morgen, sage ich mal, besser korrigieren. Und dann ist noch wichtig die Aktivkohle. Aktivkohle, die kennst du aus dem DM, das sind so Aktivkohle-Tabletten. Die werden medizinisch in Krankenhäusern benutzt gegen Lebensmittelvergiftung. Also wenn ich reisen gehe, habe ich immer eine Schachtel Aktivkohle-Tabletten dabei. Aber wenn ich mich mal wieder vergifte, wenn ich irgendwo chinesisches geiles Essen auf der Straße gefressen habe und es war halt doch nicht so geil, knall ich mir die rein, dann ist noch 2 Stunden die Entgiftung weg. Ne? Also mega geiler Hack, wer das noch nicht gemacht hat, kann ich besten Wissens und Gewissens einfach nur empfehlen, diese Aktivkohle-Tabletten mal zu recherchieren, mega geile Sache. Und die würde ich eben auch bei einer Schwermetallentgiftung nehmen. Also die habe ich wirklich jeden Morgen genommen, aber Kave, warum wirken die überhaupt? Die haben eine Oberfläche wie ein Fußballfeld. Gerade für Fußball-EM, die haben eine Oberfläche wie ein Fußballfeld. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Diese kleine Tablette, das ist einfach nur unnormal krass. Naja, auf jeden Fall nehme ich die eben jeden Morgen und die binden. Ja? Cation, Anion hast du in meinem Chemieunterricht gelernt. Die können eben einfach anders geladene Dinge, eben auch wie die Schwermetalle beispielsweise binden, aber die können auch alles andere binden. Die können auch zum Beispiel Medikamente binden. Ne? Also wenn du die morgens nimmst und gleichzeitig Medikament nimmst, dann wird das Medikament nicht funktionieren. Also vorsichtig da, nur ein Hinweis. Ich nehme das immer 90 Minuten, bevor ich noch irgendwas anderes nehme. Die nehmen auch Nährstoffe aus deinem Körper raus. Also wirklich Aktivkohle sehr, sehr potent, aber eben auch sehr, sehr wichtig. Und mit dieser Aktivkohle-Entgiftung habe ich es eben geschafft, dass die Schwermetalle tatsächlich auch rausgehen innerhalb von 7 Tagen. Ja? Das heißt, was ist das Fazit zum Tattoos? Tattoos sind grundsätzlich, haben sie manche positive Auswirkungen. Ja? Manche Leute fühlen sich cool, manche Leute sind in ihrer Identität bestätigt. Teilweise gibt es sogar die Idee, dass das Immunsystem dadurch stärker ist, aber sie haben eben auch Nachteile. Man muss sich um sein Lymphsystem kümmern, man muss sich um die Schwermetalle kümmern und man muss eben mit der Entscheidung sein Leben lang leben, tätowiert zu sein. Es gibt sehr, sehr viele große Unterschiede bei den Farben, also da immer wichtig aufpassen. Und jetzt wünsche ich mir nur, dass ihr das Video teilt mit jemandem, der ein Tattoo hat, der ein Tattoo haben möchte oder der einfach darüber informiert sein möchte. Folge gerne dem Kanal, wenn du weitere Gesundheitsinformationen haben möchtest. Ich kläre hier auf bis zu meinem Lebensende. Wir sehen uns nächstes Mal. Fabian, the Exiled Medic, out.